immer wenn wir reisen, behalten wir das natürlich im Hinterkopf und erinnern uns daran. Die Möglichkeit, zuerst das zu sehen und dass meine Mama auch dabei sein dürfte, war sehr, sehr schön. In uns allen stecken Geschichten, Erinnerungen, Begegnungen, Leidenschaft und Pioniergeist. Seit 100 Jahren geben Menschen bei Lufthansa jedem Flug Bedeutung. Tag für Tag, Flug für Flug. Mein Name ist Tobias Jung, ich arbeite bei Lufthansa in Frankfurt bei Performance Management. Mein Name ist Nathalie Guava und ich arbeite für Lufthansa Systems, für Marketing und Skate Connect Bereich. Ich fand das schon immer sehr spannend, da auch meine Mutter damals bei Amadeus gearbeitet hat und ich so früh schon den ersten Kontakt mit der Luftfahrt bekommen habe. Als es dann soweit war, nach der Schule eine Ausbildung zu suchen, hatte ich die Möglichkeit bekommen, bei Lufthansa Systems anzufangen. Ich fand es halt perfekt, weil die Verbindung sozusagen von IT zur Luftfahrt, das heißt, du bist halt auch in der Ops, kriegst du einiges mit, erfährst, wie die Prozesse laufen, bist halt direkt am Geschehen und bist ebenfalls aber auch so ein bisschen für die IT mitverantwortlich. Und das macht es halt sehr spannend. Ich komme aus Bogotá, Kolumbien. Mein Ziel war immer, in anderem Land studieren. Ich war Au-pair-Mädchen 1 Jahr. Meine Gastmutter, sie hat mich informiert über die neue Ausbildung in Lufthansa Systems und da ich in Österreich auch Informatik studiert habe, dann war perfekt für mich. Genau, bei der Ausbildung bei Lufthansa Systems waren wir zu 10. Dort gab es 3 Ausbildungsberufe, einmal Fachinformatiker Anwendungsentwicklung, Fachinformatiker Systemintegration und IT-Kaufmann, Kauffrau. In der Ausbildung war das eigentlich so, dass man alle 3 Monate alleine in eine andere Abteilung gekommen ist, um dort halt Erfahrungen zu sammeln. Wir waren die einzige Ausnahme tatsächlich gewesen. Wir waren in der ersten Rotation zusammen im LAT gewesen, 3 Monate. Für mich war super, dass wir das zusammen gemacht haben, weil von Anfang habe ich bemerkt, dass Tobi sehr nett ist und sehr hilfsbereit ist und das war für mich perfekt. Und damals mussten wir tatsächlich Urlaub nehmen. Und für mich war klar, dass ich wollte irgendwo anders fliegen. Ich war noch nie in Mallorca und ich habe Tobi gefragt, was würdest du in deinem Urlaub machen? Und er hat einfach geantwortet, zu Hause zu bleiben. Für mich war das unmöglich und ich habe ihm gesagt, wie zu Hause zu bleiben. Nein, komm mit mir bitte. Währenddessen kamen so dann die ersten Gefühle im Endeffekt auf. Nachdem wir zurückgekommen sind, habe ich gedacht, ja, da kann definitiv mehr draus entstehen. Und so hat das halt angefangen und dann sind wir einen Kaffee trinken gegangen. Dann ungefähr ein halbes Jahr später im Restaurant habe ich sie dann gefragt, ob sie meine Freundin sein möchte, um das offiziell zu machen. Ich habe schon relativ früh gemerkt, dass Nathalie die Frau meines Lebens ist und ich ihr gerne einen Antrag machen möchte. Da uns Lufthansa verbindet, fand ich die Idee eigentlich ganz schön, den Antrag hier bei Lufthansa zu machen, in dem Flugzeug. Also die Schwierigkeit war natürlich erstmal ein Flugzeug zu bekommen, das genau an dem Tag zu der Uhrzeit bereitsteht. Mit der Technik und mit LZ haben wir das dann möglich gemacht, trotzdem ein Flugzeug zu bekommen. Die zweite Hürde war, das Flugzeug auch vorzubereiten. Das heißt, wir haben First-Class-Rosen besorgt, das Flugzeug damit geschmückt. Wir haben Catering besorgt. Und das war halt ein relativ langwieriger Prozess, das alles so hinzukriegen und genauso zu timen. Zusätzlich zu der ganzen Planung kam noch dazu, dass sie in der Zeit krank wurde, einen längeren Krankenhausaufenthalt hatte und es war dann nicht mehr ganz so sicher, ob wir das dann irgendwie verschieben müssen. Für mich war ängstlich, aber zu merken, dass neben mir ein Mann ist, der auf mich aufgepasst hat, hat mir sehr viel Sicherheit gegeben. Also ich war wirklich fertig mit den Nerven. Das war natürlich super komplex, die Planung und dann noch natürlich die ganzen Gefühle, ob das dann auch alles so funktioniert, wie ich es geplant habe, ob die Leute dann alle bereitstehen, das mit denen zu koordinieren und so. Da muss ich dann auch so einen Ablaufplan im Endeffekt machen mit minutengenauen Zeitangaben, die muss ich jedem dann zukommen lassen und musste natürlich dann hoffen, dass das genau so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Aber es hat alles perfekt funktioniert. Normalerweise, wir fliegen immer irgendwo zusammen in unserem Jahrestag. Aber ich konnte natürlich nicht, weil ich krank war. Und er hat mir gesagt, wir
wir machen was anderes. Ich kümmere mich. Danach hat er gesagt, ja, wir nehmen deine Mama mit. Wie süß und wie nett, dass er an meine Mutter denkt. Dann sind wir gekommen hierher und es war einfach super schön. Also wir sind unter dem Vorwand hierher gekommen, eine Technikführung. Wir sind hier angekommen, haben dann auch erstmal die Hallenführung bekommen hier bei der Technik, durften dann in 1, 2 Flugzeuge rein. Der nächste Schritt war im Endeffekt dann rauszugehen, wo dann zufälligerweise genau in dem Moment 2 Schlepper angekommen sind. Die haben dann ihre Mutter und sie mitgenommen auf eine kleine Vorfeldführung. Die Zeit konnte ich dann ganz gut nutzen, im Flieger alles bereit zu machen und nochmal meinen Text durchzugehen. Ich habe erst meine Rede gehalten und dann habe ich im Endeffekt den Knicks gemacht mit dem Ring in der Hand, mit der Schatulle und habe sie dann gefragt, ob sie meine Frau werden möchte. Er hat mir natürlich sehr schöne Worte gesagt. Meine Mama hat geweint, ich auch ein bisschen. Für mich war klar, dass Toby mein Mann werde, weil Toby und ich haben dieselbe Werte. Obwohl wir 2 unterschiedliche Kulturen haben, wir waren schon in guten und schlechten. Und das bedeutet alles für mich. Genau, ein Jahr später nach dem Antrag haben wir hier in Deutschland standesamtlich geheiratet und hatten dann am Ende des Jahres noch die Möglichkeit, in Kolumbien größer zu heiraten mit 100 Leuten. Dort konnte ich dann ebenfalls einige aus meiner Familie mitnehmen, um dort groß zu feiern. Wir wollten sowieso beide Kulturen behalten. War sehr schön zu planen, war für mich sehr interessant zu sehen, wie die Leute hier heiraten, das andere in Kolumbien. Und vor allem besonders wegen der Familie von Toby, weil die wirklich dabei sein können. Immer wenn wir reisen, behalten wir das natürlich im Hinterkopf und erinnern uns daran, an die Hochzeit, an den Antrag. Das begleitet uns immer mit uns auf den Reisen. Für mich war immer wichtig zu reisen und jetzt ist immer noch sehr schön, dass ich regelmäßig mit Lufthansa meine Familie in Kolumbien besuchen kann. Lufthansa ist sowieso unsere Familie. Wir sind auch in der Lufthansa-Familie und mit meiner Geschichte mit Toby wird jeder Flug besser und besser.